Mein Name ist der Thomas Thiele. Wir sind hier in der Gersdorfer Agrarproduktion und Handel EG im sächsischen Hügelland. Wir wirtschaften auf 300 Meter Höhe. Wir haben eine Bodenwertzahl von 60 Bodenpunkten. Die Bewirtschaftung erfolgt mit 27 Mitarbeitern. Sind eine Genossenschaft. Wir wirtschaften auf 913 Hektar. Das erstreckt sich über Getreide, Weizen, Gerste, Zuckerrüben, Raps, Mais für die Grundfutterversorgung, für die Tiere, genauso Ackerfutter, Rohschwingel in dem Speziellen und 40 Hektar Hopfen. Was macht uns hier so besonders? Wir sind in einem sächsischen Hügelland, haben die Vielfalt, dass wir zum einen den Acker haben, zum anderen Streuobstlagen, wo wir halt auch die Bewirtschaftung absichern müssen und das hauptsächlich über Weidehaltung noch stattfindet, wo wir dann dementsprechend auch Tiere halten und die Tiere, wo wir ganz einfach dann versuchen, von den Tieren die Organik zu nutzen. Wir haben hier um die 66 Bodenpunkte, haben dahingehend auch eine Lösauflage und haben eine relativ große Bodenmächtigkeit. Also das Wasserhaltevermögen ist da, es gilt auch das Wasser zu halten im Boden. Es ist natürlich ein sehr großer Brückenschlag, den man irgendwo eingehen muss, zu sagen, man versucht die chemische Pflegemaßnahmen zu reduzieren, das über die Bodenbearbeitung zu kompensieren, was schwierig ist, damit das Wasser bleibt. Wir versuchen das mit der Bestandstechnik, die wir mittlerweile haben, zu optimieren, fahren mit anderen Scharsystemen, dass wir flacher arbeiten können, dass wir die Boden- oder die Bearbeitungshöhen variieren können, um dann auch den Pflanzenschutz zu reduzieren. Also die Nachhaltigkeit für uns im Betrieb ist eigentlich dahingehend, die Grundlage des Bodens aufrechtzuerhalten, die Fruchtbarkeit des Bodens aufrechtzuerhalten, den Brückenschlag mit der Tierproduktion, mit der organischen Düngung, die wir hier haben am Standort, dass wir die mit einbeziehen und damit auch die Fruchtbarkeit der Böden zu erhalten, über die Bodenbearbeitung bis zur Aussaat, das so zu optimieren in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen, dass wir wirklich die Ressource Boden nachhaltig schonen und so pflegen und versorgen, dass wir einen optimalen Ertrag erzielen können. Also ich bin zum NAPA-Projekt gekommen über einen Außendienstmitarbeiter von der Syngenta, der mich gefragt hatte, ob ich da an so einem Projekt mit dran teilnehmen will, wo Insekten gezählt werden sollen. Und mein erster Gedanke war, wir können es ja mal für die Region versuchen und messen. Und wir haben hier Ergebnisse, die wir dann präsentieren können und wo wir sagen können, wie ist tatsächlich das Insektenaufkommen hier. Sind sie denn noch da oder sind sie schon gestorben? Das NAPA-Projekt hat uns dahingehend aufgerüttelt, muss ich sagen, dass man sagt, man guckt doch mal etwas gezielter hin. Schon alleine, wenn man die Flaschen entnimmt und wo man dann feststellt, oh, es ist doch was los und es ist viel los. Und dass man doch gewisse Pflanzenschutzmaßnahmen in mancher Hinsicht überdenkt. Also ich sage mal so, wir hatten vorher schon immer eine gewisse Reduktion bei dem Raps hinsichtlich Insektizide schon probiert, aber wo man dann wirklich doch nochmal gezielter hinguckt und sagt, in die Blütenbehandlung muss man eigentlich kein Insektizid setzen. Mittlerweile muss ich sagen, das Projekt hat eine gute Dynamik angenommen. Es ist ein sehr gutes Team, wo man untereinander sich auch vernetzt hat, auch bundesweit vernetzt hat, um einfach dort gewisse Effekte für sich selber mitzunehmen, was andere schon probiert haben. Der Mehrwert ist wirklich für mich, gewisse Ansätze zu haben, was kann ich in meinem Verfahren, in meiner Verfahrenstechnik noch ändern. NAPA ist für mich eine gute Plattform, dass wir unter Kollegen einen guten Austausch haben, dass wir Ansätze bekommen, wie man den Betrieb im Einklang mit der Natur optimal bewirtschaften kann.